Wie lassen sich Beziehungen zwischen Use Cases beschreiben? Das kommt jetzt. Es gibt drei Möglichkeiten, Beziehungen zwischen Use Cases zu beschreiben. Das erste ist, wie man hier sieht, die Generalisierung. Wir haben einen Use Case A, Produkt bestellen, und dann haben wir einen zweiten Use Case B, Produkt telefonisch bestellen. Und man kann sagen, dass B ein Spezialfall von A ist. Oder man könnte auch sagen, B konkretisiert A. Ein häufiger Fall ist, dass A, also der Parent Use Case, ein abstrakter Use Case ist. Also ein Use Case, der gar keine konkrete Instanz hat, der gar nicht konkret in der Wirklichkeit vorkommen kann, sondern nur so eine Art allgemeines Konzept beschreibt. Wie zum Beispiel hier wäre der Use Case A, Online-Kauf liefern lassen. Der beschreibt dann in unserem Konzept, dass es die Möglichkeit gibt, Online-Käufe eben nach Hause liefern zu lassen. Und es gibt die Konkretisierungen B1, Online-Kauf nach Hause liefern lassen, und B2, Online-Kauf an die Packstation liefern lassen. Die zweite Beziehung zwischen Use Cases ist die Include-Beziehung. Die bedeutet, dass der Use Case A immer den Use Case B beinhaltet. Also wenn wir Mitglied im Fitnessstudio werden, dann müssen wir automatisch immer sofort den Jahresbeitrag bezahlen. Das Bezahlen des Jahresbeitrags ist ein für sich allein und unabhängig stehender Use Case. Das müssen wir einmal im Jahr machen. Aber wenn wir beitreten, ist es halt gezwungenermaßen so, dass wir immer diesen Use Case B Jahresbeitrag bezahlen mit ausführen. Ein häufiger Anwendungsfall hiervon ist die Authentifizierung. Wenn wir uns vorstellen, wir hätten Use Cases, die ein E-Commerce-Portal beschreiben, wie etwa hier, wo wir Use Cases wie Ware bestellen haben und aber auch die Möglichkeit, das Kundenprofil zu ändern, dann schließen beide Use Cases zwangsläufig ein, dass man sich als registrierter Kunde authentifiziert, bevor man irgendetwas von einschneidender Bedeutung in dem Portal tut. Streng genommen muss sich diese Beziehung zwischen Kunde und Authentifizierungs-Use Case auch hier mit dazu zeichnen. Das kann schon mal ein bisschen unübersichtlich werden, wenn es viele Use Cases sind. Dann hat man sehr viele Beziehungen zwischen Aktor und Use Case. In diesem Fall bietet sich eine alternative Schreibweise an, die den Authentifizierungs-Use Case als sekundär markiert. Das bedeutet, dass ich dann keine explizite Beziehung zwischen dem Aktor und dem Use Case selber, dem inkludierten Use Case machen muss, sondern ich kann einfach sagen, dieser Use Case wird von den Use Cases Ware bestellen und Kundenprofil inkludiert und es gilt der gleiche Aktor, der bei diesen genannten Use Cases wirkt. Die dritte Möglichkeit einer Beziehung zwischen so Use Cases ist die Extend-Beziehung. Wenn ich sage, dass der Use Case A, in diesem Fall das Bestellen eines Produktes, ist und als Teil dieses Use Cases kann ich auch an einem Gewinnspiel teilnehmen, dann kann ich das Gewinnspiel ja auch verweigern und trotzdem das Produkt bestellen. Das heißt also, hier habe ich auch eine Ganzes-zu-Teil-Beziehung, aber der Use Case B ist sozusagen optional enthalten. Und deswegen spricht man hier von einer Extend-Beziehung. Hier muss man beachten, dass die Pfeilspitze in die andere Richtung weist. Also grammatikalisch ist es ja auch so ausgedrückt, A includes B, aber B extends A. Das ist so eine kleine Feinheit, auf die man einfach achten muss dabei. Man kann im Use Case Diagramm diese Punkte, an denen ein Use Case erweitert werden kann, die sogenannten Extension Points, auch noch explizit annotieren. Also man kann zum Beispiel in den Use Case reinschreiben, welche Extension Points er hat. Zusätzlich kann man, wenn man möchte, an die Extends-Beziehung zwischen den beiden Use Cases auch noch zusätzliche Informationen anheften, wie zum Beispiel das, was hier in eckigen Klammern geschrieben ist, Zugriffsrechte ausgewählt. Das ist eine Vorbedingung in diesem Fall. Die Zugriffsrechte darf ich nur anpassen, wenn ich sie auch vorab ausgewählt habe.
Diese Schreibweise in eckigen Klammern nennt man auch ein Guard oder Wächter. Das werden wir dann später bei Statusdiagrammen auch nochmal sehen. Das ist ein Stilelement, was OML dann an ein paar Stellen hat. Ich persönlich finde diese Schreibweise ein bisschen überfrachtet. Ich würde Ihnen raten, die Use-Case-Diagramme nicht so ausführlich, also nicht so detailreich zu gestalten, denn diese Extension Points, die hier stehen, können Sie auch noch gut im Template zum Use Case unterbringen, was wir in einem der nächsten Videos behandeln werden. Versuchen wir nochmal eine kurze Übersicht, was man wann verwendet. Ich habe das versucht in so einer kleinen Tabelle zu machen. Erste Zeile ist, welche Beziehung existiert zwischen zwei Use Cases A und B? Wie bilde ich sie ab? Mit welchem Beziehungstyp? Welche Alternativen habe ich unter Umständen? Und wann benutze ich diese Beziehung und wann lasse ich es vielleicht auch sein? Also nehmen wir als ersten Fall, A schließt immer B mit ein. Das modelliere ich mit einer Includes-Beziehung. Die Alternative ist, ich mache einfach im Hauptszenario des Use Cases, das kommt auch im nachfolgenden Video, ein paar zusätzliche Schritte. Also schauen wir konkret zum Beispiel die Authentifizierung an. Da könnte ich sagen, ich mache das als Include eines Authentifizierungs-Use Cases oder ich mache einfach im Hauptszenario des Use Cases einen ersten Schritt. User meldet sich mit Passwort, mit Username und Passwort an. Und wann benutze ich tatsächlich so eine Includes-Beziehung? Das mache ich, wenn dieser includete Use Case wirklich eigenständig ist und auch mehrfach vorkommt. Also Authentifizierung ist ein klassischer Fall. Das werden wir an ganz vielen Stellen haben. Da wäre es ein bisschen, sagen wir mal, unschöner und aufwendiger, wenn wir dann in alle Use Cases immer als ersten Schritt reinschreiben, User loggt sich mit Username und Passwort ein. Also da dient es der Klarheit des Use Cases, wenn ich das in einen inkludierten Use Case auslagere. Nehmen wir den zweiten Fall, dass A manchmal B beinhalten kann, manchmal eben auch nicht. Das würde ich über eine Extends-Beziehung beinhalten. Also nochmal Achtung, B extends A, Richtung ist andersrum wie bei Include. Die Alternative ist, es gibt im Use Case Template das sogenannte Alternativszenario, was beschreibt, wie man es auch machen kann, wenn das Hauptszenario nicht greift. Und da könnte man dann eben solche Dinge auch unterbringen, die noch über die Schritte im Hauptszenario hinausgehen. Wann mache ich das? Ein guter Grund könnte sein, dass der Use Case A sonst einfach zu lang wird. Wenn ich da sehr, sehr viele Schritte drin habe, könnte ich mir überlegen, vielleicht sind ja einige dieser Schritte optional. Und dann könnte ich sie zu einem eigenständigen Use Case B machen und dann sagen B extends A. Das ergibt natürlich eher dann Sinn, wenn B auch mehrfach verwendet ist. Also wenn das wirklich etwas ist, was auch an verschiedenen Stellen extenden kann. Und dann schließlich der dritte Fall, dass ich mehrere Use Cases B1 bis Bn habe, vielleicht auch nur einen, die Spezialfälle eines anderen Use Cases A sind. Das würde ich über die Generalisierung abbilden, also A ist Generalisierung von B1 bis Bn. Die Alternative ist, ich verzichte auf den abstrakten Ober-Use Case A und schreibe einfach die Use Cases B1 bis Bn als eigenständige Use Cases nebendran oder nebeneinander und mache dann zum Beispiel über die Wortwahl deutlich, dass die etwas Ähnliches tun, aber eben in verschiedener Weise. Wenn man so eine Generalisierung von Use Cases zu häufig einsetzt, dann läuft man ein bisschen Gefahr, schon mal so die Klassenmodellierung vorwegzunehmen, also die Strukturmodellierung unserer Domäne. Werden wir dann beim fachlichen Datenmodell vielleicht noch ein bisschen besser verstehen, was damit gemeint ist. Also das ist so ein Stilelement, was man sehr vorsichtig einsetzen muss, weil man ja eigentlich nur Anwendungsfälle aufschreiben möchte in einer so ein bisschen formalisierten Weise und noch gar nicht so wahnsinnig viel Struktur da reinbringen möchte. Wann würde ich das machen? Vor dem Hintergrund dessen, was ich gerade gesagt habe, würde ich A nur reinnehmen, wenn es eine wirklich wichtige Abstraktion ist, die auch eine wirklich wichtige Rolle spielt. Vielleicht zum Beispiel, wie in dem Fall von eben gesehen, bei dem E-Commerce-Portal,
wo es klar ist, dass es einen abstrakten Liefer-Use-Case geben muss, der dann über ganz verschiedene Wege tatsächlich funktionieren kann. Aber es ist sozusagen für die Beschreibung des Gesamtsystems wichtig, dass es diesen abstrakten Fall gibt. Damit haben Sie 3 Möglichkeiten kennengelernt, Use-Case-Diagramme zu strukturieren, nämlich die Include-Beziehung, die Extends-Beziehung und die Generalisierung. Setzen Sie diese Beziehungen sparsam ein, versuchen Sie nicht auf der Use-Case-Ebene schon so eine Systemstruktur zu modellieren, aber benutzen Sie sie dann, wenn Sie die Use-Cases klarer machen und einen inhaltlichen Mehrwert liefern.